Mein Name ist Barbara Nolte. Ich bin seit 4 Jahren Reborner und seit neuestem auch zum Silicon Babys Reborn gekommen. So, darf ich dir vorstellen, das ist der Chip. Chippy, komm mal her. Komm mal her. Ich zeige dir, wie wir hier wohnen und was ich so mache. Einmal Wohnzimmer, Küche. Hier geht es weiter in meinen Arbeitsbereich. Darf ich vorstellen, das ist der Live. Er ist doch fertig geworden und ich darf euch den präsentieren. Diesmal als blond. Es ist ganz anderes Material, ganz große Umstellung zu Vinyl. Es lässt sich ganz anders färben, aber so ganz langsam habe ich den Dreh raus, wie es funktioniert. Das mache ich als erstes auf. Bin ganz neugierig, was es ist. Der kleine Fiete. Das ist die kleine Annie. Super, die habe ich noch nicht gemacht und da bin ich auch sehr neugierig, wie sie wird. Vielen, vielen Dank. So, Annie kommt nochmal in den Karton. Muss sie erstmal ein bisschen warten. Ja, das ist mein Puppenbereich und hier dürfen die Kinder, die ich fertiggestellt habe, bis zur Messe verweilen. Wenn Besucher kommen, ist das gleichzeitig als Anschauungsraum. Ich sammle die nicht, wie gesagt, es ergibt sich automatisch, da ich die Kinder mache und überwiegend nur auf den Messen verkaufe. Dementsprechend sammeln sie sich von ganz alleine und bis sie einen neuen Besitzer gefunden haben, wohnen sie halt hier. Und das ist als Anschauungsraum gleichzeitig, da ich viele Besucher habe, ja. Und da wir zu großes Zuhause haben, habe ich das in Beschlag genommen und nutze halt als meins. Mein erstes Baby habe ich reborn 2015 im August. Ich habe die im Internet gesehen und war ich davon unheimlich fasziniert. Und dadurch, dass ich schon immer eigentlich gemalt habe, war es für mich wie Malen nach Zahlen oder ein Gemälde auf einem ganz anderen Untergrund. Und wollte es so realistisch wie möglich gestalten. Und ja, wie gesagt, heute suche ich nach neuen Herausforderungen und bin beim Silikon gelandet. Ich bin bei Facebook seit geraumer Zeit und auf Facebook habe ich eure Seite gefunden und halt den Live. Das ist mein erstes Baby, was ich überhaupt in Silikon gefertigt habe. Und seither bin ich am Experimentieren, um mich weiterzuentwickeln. Definitiv. Das kann man schon. Es gibt viele Künstler, die es bewiesen haben. Ich bin in der Übungsphase, aber ich kann jedem nur raten, sich zu trauen, zu informieren auf YouTube. Es gibt sehr viele Anleitungen und alles andere ergibt einfach die Erfahrung, die man sammelt. Die Menschen sind entweder fasziniert oder empfinden es als gruselig. Damit habe ich immer wieder zu kämpfen. Aus dem Grund habe ich das
die Galerie eingerichtet, damit immer mehr Publikum halt bekannt gemacht wird mit den Puppen, die sich damit auseinandersetzen können. Und wenn man etwas kennt, ist es nicht befremdlich und kann man sich viel mehr informieren und damit befassen. Das sind meine neuesten Kinder, die ich gemacht habe. Ich muss dazu erwähnen, den Wagen hat Anneliese Malchen in Eigenarbeit hergestellt, worauf ich sehr, sehr stolz bin. Und das sind die Kinder, die drin liegen dürfen. In dem anderen Wagen ist mein allererster Live, den ich hergestellt habe. Den zeige ich dir jetzt. So, den Rohling habe ich mir bestellt, um auszutesten, auszuprobieren, ob ich mit dem Material arbeiten kann. Und das ist das Ergebnis. Live hat mich am meisten angesprochen als erstes. Den fand ich ja ganz süß und deswegen mochte ich den auch das zweite Mal noch als Vergleich, wie er wirkt. Überwiegend mache ich Toddler, das sind die großen Kinder. Da habe ich mich mehr drauf spezialisiert. Aber dazwischen sind auch viele Babys, die ich zwischendurch mache. Aber Silikon ist Neuland für mich und eine ganz große Herausforderung, dass ich jetzt in Angriff genommen habe. Ich versuche zumindest, mich immer weiterzuentwickeln. Ich lege das Kind zur Seite, zack. Ich versuche, mich immer weiterzuentwickeln und ab und zu mal halt versuche ich schon selber zu modellieren. Und nicht nur den Künstlern nachempfinden, sondern auch mehr für die Form Gefühl zu kriegen. Man muss ein bisschen Fingergeschicklichkeit haben. Die Modelliermaße ist vergleichbar mit Knete, nur ein bisschen härter. Man muss es erstmal weich. Durch die Wärme wird es weicher und daraus lassen sich alle möglichen Formen bauen. Es wird gebrannt, es wird gebacken und wie Fimon letztendlich. Das ist das gleiche Prinzip. Und daraus wird es modelliert. Also vor einem Jahr war das die grobe Richtung und dann habe ich stellenweise wieder nachgearbeitet. Man entwickelt sich weiter. Das heißt, ich sehe dann die Fehler selber mit der Zeit, wo was fehlt. Jetzt habe ich dem armen Kind nochmal die Unterlippe. Er hatte die Lippe eingezogen und dann fand ich sie viel zu dünn, habe ich nochmal nachmodelliert. Das sind, wie gesagt, immer, wenn ich Langeweile habe, eigentlich kenne ich keine Langeweile, weil ich ständig mir was zu tun suche. Aber das war entstanden, so aus Laune heraus habe ich gesehen, ups, da fehlt was, musst du ein bisschen was dazu machen. Und so ist es eigentlich mit jedem Material, ob das jetzt Vinyl ist oder auch Silikon. Mit der Zeit sieht man selber eigene Fehler und entwickelt sich weiter. Also die Silikonbabys sind lebensechter. Ein Vinylbaby, wenn man es anfasst, dann nehme ich es glatt wieder zurück. So, ein Vinylbaby ist steifer. Es ist jetzt ist ein großes Kind.
Aber es ist ganz anders in Handhabung und als Gefühl. Ein Silikonbaby, wenn man es anfasst, hat man tatsächlich das Gefühl der Realität oder einem authentischen Baby noch näher zu sein. Ich würde mir wirklich wünschen, dass die Menschen die Puppen nicht als reines Spielzeug und für Kranke ansehen, sondern einfach, die Männer sammeln unterschiedliche Objekte. Mein Mann, angefangen von Zollstöcken über Ohren und bis zur Eisenbahn. Und die Frauen halt, warum nicht Puppen? Früher waren es Porzellanpuppen, heute sind Realborn-Babys, die den echten sehr ähnlich sehen. Von daher wäre es schön, wenn das als Kunst angesehen wird und erweitert auch unser Denken. Wir befinden uns in einer Gesellschaft, die sehr anonym ist. Das heißt, unsere Emotionen, unsere Gefühle werden eingesperrt. Wir versinken immer mehr in Computer, sprich Fernseher, Handys mit unterschiedlichen Spielen, investieren sehr, sehr viel Zeit in Spielzeug der Art, die nicht realistisch ist, belächeln aber jemanden, der mit Puppen sich auseinandersetzt und vielleicht seine Zeit in Kleidung oder halt mit der Puppe spricht. Nicht jeder kann sich ein Tier leisten oder hat die Möglichkeit zu halten, aber wir brauchen was für die Seele. Wenn die Puppen es erfüllen können, ist es doch wunderbar. Die Puppe ist eigentlich nur am Ende der Kette. Also wenn man schon isoliert lebt, wird man irgendwo in der Seele krank. Man sagt, die Puppen sind für Kranke. Wurden für Frauen entwickelt, die Babys verloren haben oder keine Kinder kriegen können. Das heißt, von Grunde heraus, also hatten schon die Menschen Defizite. Wir haben alle Defizite auf die eine oder der anderen Weise. Und wie gesagt, unsere Gesellschaft ist immer mehr anonym und immer mehr zurückgezogen. Es wird immer mehr Druck geben und ein Ventil zu finden ist sehr, sehr schwierig. Der eine wird aggressiv, der andere, wie gesagt, versinkt mit Spielsucht und der dritte widmet sich den Puppen, sammelt sie vielleicht und investiert in Kleidung, um sich an der Schönheit oder der Realität zu erfreuen. Was ist verwerflicher? Es gibt sehr viele Reborner, sehr viele gute Reborner und wir treffen uns untereinander sehr oft, tauschen uns aus, reden über alle möglichen Themen und gerade das, finde ich, es verbindet uns. Es gibt natürlich Querschläger. Ich werde auch oft angesprochen, ja, ist das keine Konkurrenz? Nein, es gibt gar keine Konkurrenz. Es gibt Gleichgesinnte, die letztendlich das gleiche Ziel haben. Und wir freuen uns, wenn wir gesellig halt beisammen sind. Dadurch, dass ich nur zweimal im Jahr auf den Messen überwiegend verkaufe, deswegen sammeln sich die. Ich habe ganzes Jahr Zeit, um die Puppen zu machen, nacheinander. Das heißt, viele von den Puppen kommen von den Messen wieder nach Hause. Es ist Ding der Unmöglichkeit, auch alle zu verkaufen. Manchmal habe ich 20 bis 30 Stück und dementsprechend kommen sie wieder nach Hause. Und hier verweilen sie bis zur nächsten Messe. Ich muss mich als sehr glücklich schätzen. Ich habe das Glück, also tatsächlich zwischen 5 und 10 Puppen zu verkaufen.
Von daher Vinylpuppen. Silikonpuppen habe ich noch keine verkauft, aber wie gesagt, ich bin Anfänger und das ist mein allererster. Der darf mich jetzt nach Herzogenbosch begleiten und ich hoffe, weitere werden folgen. Die Kleidung muss ich immer, also vor den Messen werden die Puppen umgezogen, damit sie Punkt 1 frisch und staubfrei sind und dementsprechend auch der Jahreszeit angepasst. Für die Bilder brauche ich die Kleidung. Dementsprechend habe ich geteilt auf Jungs und Mädchen. Da habe ich leichteren Zugriff. Dann habe ich Schuhchen, Hosen extra, Socken, Bodys, alles, was man für die Puppen benötigt. Dadurch, mein Mann hat mich schon Messi genannt, was Puppenkleidung anbelangt. Sehe ich mich nicht als solches, allerdings dadurch, dass ich unterschiedliche Puppen mache, in unterschiedlichen Größen. Dementsprechend muss ich auch entsprechende Kleidung immer haben, parat. Und nicht immer ist das der Fall. Manche sind zu klein, manche zu groß, manche passen farblich nicht zueinander. Daher, ja, die große Auswahl. Es hat sich im Laufe der Jahre, du wirst lachen, teilweise sind das tatsächlich noch Kuscheltiere meiner Tochter, die ich aufgehoben habe. Vor kurzem, wir haben das Dachgeschoss ausgebaut. Es waren 70 Quadratmeter. Ich habe mich hingestellt und wir mussten dämmen. Also haben wir gesagt, gut, wir bauen es aus. Es wäre schade, es nicht zu tun. Und dann entstand die Idee mit dem Atelier. Eigentlich ist das Haus viel zu groß für uns beide. Aber so kann man es gut nutzen und andere Menschen auch erfreuen, die hierher kommen. Ja, die Plüschtiere, also gerade haben wir auch das Regal hergestellt, damit die Tiere irgendwo Platz haben. Einige sind ganz besonders toll. Von der lieben Annette und die beiden von der lieben Nanne, die sie auch in ganz viel Liebe handgemacht hat. Ich habe viele Anfragen und überwiegend von Sammlern, aber auch von Rebornern selbst. Wir treffen uns, also jetzt am 14. kommen 2 von den Rebornern und wir tauschen uns aus. Unsere Erfahrungen, nur so kann man sich weiterentwickeln und das finde ich sehr schön. Punkt 1, man pflegt die Kontakte und es ist ein Arbeiten miteinander und das ist das Tolle an der ganzen Geschichte. Wenn das Haus tatsächlich fertig ist, wird es auch öffentlich begehbar, sprich an einem Tag in der Woche, dass man das Atelier besuchen kann, um die Reborn-Puppen, sprich auch Silikonpuppen, mehr an den Menschen zu bringen und bekannter zu machen, weil die sind zum Teil immer noch sehr befremdlich. Und dementsprechend sind die Reaktionen der Menschen. Manche kriegen gleich Muttergefühle oder Vatergefühle, die anderen gruseln sich davon. Und um das näher zu bringen, halt muss man sie mehr präsentieren und zeigen. Witzigerweise die Männer gehen sachlicher und offener mit den Puppen um als manche Frauen. Die sind etwas zu klein. Die wirken mystisch, die sind unnatürlich. Also blaue Augen sind zwar wunderschön, aber halt für die Großen. Na. Wenigstens ein Auge, das für Ani
einsetzen können, wie sie halt, jetzt habe ich es. Das sieht immer sehr brachial aus. Aber die Schlitze für die Augen sind sehr klein, aber umso besser halten sie. So, das wäre jetzt in Dunkel als Vergleich. Die sind vielleicht einen Tick zu dunkel, aber immer noch besser als die ganz hellen. Ein bisschen habe ich aus meinen Fehlern gelernt, wie man zumindest mit der Farbe umgeht, dass sie auch haften bleibt. Es ist nicht schwierig, aber es ist sehr deutlich anders als Vinylfärben. Wir entwickeln sich in jedem Bereich immer nach vorne, immer weiter. Das heißt, wir streben nach Perfektion in jeder Hinsicht und dementsprechend, es ist heute vielleicht das Gefühl noch ein bisschen mehr befremdlich. Wie ich schon sagte, manche Menschen haben Angst davor, ein Baby hat sich zu bewegen, hat zu schreien, hat zu riechen, dann ist er ein Baby. Ein Baby, was aussieht wie ein Baby, bewegt sich nicht, suggeriert unserem Unterbewusstsein, es lebt nicht. Und das ist für uns etwas, ja, nicht nur befremdlich, sondern auch unangenehm. Nicht jeder kann damit sofort konform werden. Babys, die sich noch dazu bewegen würden und vielleicht noch Töne von sich geben, wären noch mehr befremdlich. In heutigen Zeiten. Aber vor 20 Jahren hatten wir keine Handys. Wir haben belächelt, wenn wir irgendwelche Sendungen wie Star Wars oder wie auch immer geguckt haben, wo sie mit irgendein Gerät sprachen und dann, es war nahezu unmöglich. Und heute ist es Realität. In Zukunft. Wir haben heute schon Computer, beziehungsweise wir haben Roboter, die vielleicht nicht ganz aussehen wie Menschen, erfüllen aber alle Bereiche, die ein Mensch auch erfüllen kann. Warum auch nicht Puppen, die sehr real sind? Genauso wie ein Vater schrieb für sein Kind ein Spielzeugauto, was genau so nachgebaut wird und genau solche Funktionen hat. Warum soll eine Puppe nicht die gleichen Funktionen haben wie ein Baby, nur weil es ein Mensch ist? Was zeichnet uns aus oder was macht uns aus? Eigentlich nur die Seele und die ist vielseitig vertreten. Ich habe versucht, die Reaktion der Menschen kennenzulernen und habe mich auch auf den Flohmärkten hingestellt. Die süßeste Reaktion überhaupt war, als eine Oma mich mit dem Regenschirm verhauen wollte. Wie käme ich denn dazu, die armen Kinder der Sonne auszusetzen? Also das fand ich toll. Da stand sie fassungslos erstmal, als ich hier erklärt habe, es sind Puppen. Da musste sie jede einzelne anfassen und da kam kaum ein Wort raus, außer toll, was es heute aus gibt, toll. Kinder aus Gummi, toll. Und das war, wie gesagt, eine Reaktion nach und nach, weil man selber ist nicht oder selbstkritisch, aber man kann sich selber entwickeln, am besten entwickeln, wenn man sieht die Reaktion anderer Leute. Ja. Wir haben hier um die Ecke ein Altersheim, da kommt eine Puppe noch dazu. Ich habe selber ganz lange Zeit in ambulanten Alten- und Krankenpflege gearbeitet und habe ich tatsächlich festgestellt, dass Menschen, die mit Alzheimer, die irgendwann, wie gesagt, versinkt man in sich selbst.
durch mangelnde sowie Kinder verkümmern, wenn sie zu wenig Ansprache bekommen, so verkümmern auch ältere Leute. Wenn die Familie nicht mehr da ist, wenn man zu wenig Zeit hat, Personal heutzutage hat kaum Zeit für die Leute und dann versinken sie in sich selbst. Gibt man ihnen eine Puppe in die Hand, die blühen auf. Die Feinmotorik wird wieder aktiviert, die Sprache wird wieder aktiviert. Das ist ein Phänomen für sich, auch wenn man die Puppen belächelt. Solche Sachen zeigen uns eigentlich, dass die Gefühle, die wir haben, auch mit Puppen, dass die Puppen uns unheimlich helfen oder unserer Seele helfen.